Herzlich willkommen zu unserem Digital-Talk, heute mit Michaela Stark, Abteilungsleiterin CRM. Hallo Michaela, schön, dass du da bist. Hallo Sandra, danke, dass ich da sein darf. Michaela, vielleicht magst du ein bisschen über dich erzählen, über deinen Werdegang erstmal erzählen? Sehr gerne. Wo komme ich her? Ich habe bei einem Anbieter von chemischen Reinigungsmitteln gelernt, war dann ein paar Jahre in der IT und die letzten 12 Jahre bin ich in der Kennzeichnungsbranche und 8 davon bei König und Bauer Coding. Deine Abteilung CRM, da bündeln sich ja sehr vielfältige Aufgaben und da geht gerade Spannendes vor sich. Vielleicht magst du uns darüber was erzählen. Sehr gerne. Ja, es ist im Moment bei uns wirklich sehr spannend. Die Abteilung ist so ein bisschen im Wandel. Wir werden ganz viele digitale Themen übernehmen, wie zum Beispiel den Webshop oder auch den Chatbot. Warum Webshop? Das kennen wir ja auch alle aus dem privaten Bereich. Kunde möchte dann bestellen, wenn man dazu Zeit oder Lust hat. Und den Chatbot, da sind wir ganz stolz drauf, weil wir sind wirklich daran interessiert, unseren Kunden so schnell wie möglich eine Antwort auf die Frage zu geben. Und da wird uns unser Chatbot dabei helfen. Wie muss ich mir das jetzt mit so einem Chatbot vorstellen? Also das heißt, als Kunde, ich kann den Chatbot benutzen, kann dort Fragen stellen, Antworten. Was passiert denn, wenn der Chatbot mal keine Antwort hat? Ja, wenn er keine Antwort hat, dann bekommen wir das ganz schnell mit. Und dann wird es auch so sein, dass wir den Chatbot ganz schnell füttern, dass unser Kunde natürlich ganz schnell wieder eine Antwort bekommt. Das bedeutet also, ihr seid die Intelligenz hinter dem Chatbot. So, ja. Ein weiteres Thema, was in eurer Verantwortung liegt, ist das Thema Kyana, mit all den Services, die sie anbietet. Vielleicht magst du uns darüber auch noch kurz was erzählen? Also im Moment ist es ja wirklich so, dass wir den klassischen Servicevertrag anbieten, wie zum Beispiel 2 Wartungen im Jahr. Da weiß der Kunde ganz genau, okay, im Januar und im Juni kommt der Servicetechniker zur Wartung. In Zukunft wird es wirklich so sein, es wird Wartung on Demand sein. Wir werden erst das Gerät warten, wenn es soweit ist. Also praktisch mit digitaler Unterstützung. Genau. Jetzt sind es ja sehr viele digitale Themen. Wo siehst du denn im Bereich der Digitalisierung die Chancen und vielleicht auch die Risiken? Wo sehe ich die Chancen? Ich sag mal so, egal ob privat oder auch Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung nutzen, sind eindeutig im Vorteil, weil man schneller, flexibler, effizienter ist. Und Risiken sehe ich natürlich auf der anderen Seite dahingehend, dass viel Angst herrscht, Angst vor der Veränderung. Und da ist es wichtig, einfach die Menschen an die Hand zu nehmen. Wenn du jetzt, ich sag mal, man merkt ja, dass du auch begeistert von dem Thema bist, wenn du jetzt Kollegen oder auch Kunden so ein bisschen auf der Reise mit begleitest in Richtung Digitalisierung, was sind da für dich, ich sag mal, so Schwerpunkte, wo du sagst, ja, da gucke ich einfach, dass wir da vorwärts kommen? Also wichtig ist natürlich, wie gesagt, auch die Kunden oder auch die Kollegen mit an die Hand zu nehmen, da viel Geduld vielleicht auch zu investieren und wirklich auch nochmal zu erklären, was ist der Benefit von Digitalisierung. Wenn du jetzt, ich sag mal, nochmal einen Blick weiter in die Zukunft wirfst, was natürlich schwierig ist, aber wo gibt es vielleicht für dich gerade im Bereich der Digitalisierung auch noch offene Punkte, wo du sagst, müssen wir mal gucken, wo die Reise dahin geht? Ja, so Blick in die Zukunft ist immer ein bisschen schwierig. Ich sag mal so, dank Google bleiben fast keine Fragen mehr unbeantwortet. Auch die Frage, was esse ich heute Abend, wird beantwortet. Aber so Fragen für mich persönlich bleiben unbeantwortet wie wie verändert sich die Kommunikation? Wie verändern sich die sozialen Strukturen? Was für neue Geschäftsmodelle wird es in Bezug auf künstliche Intelligenz oder auch Digitalisierung geben? Ja, ich glaube, das ist eine spannende Reise, auf der wir da alle sind. Vielen Dank für das sehr gute und informative Gespräch und hoffentlich bis bald. Danke. Gerne.